Und der Geist von Wilhelm Töni, das Kosmopolite, das Internationale, das Moderne, ist auch heute noch auf den Fahnen der Grazer Sezession geschrieben. Herzlich willkommen im Belvedere auf einer weiteren Reise durch Österreich, die uns heute in die Steiermark führt, genauer gesagt nach Graz. Dort begegnen wir den gebürtigen Grazer Wilhelm Töni, der sich hier in einem Selbstporträt zeigt, in der Art, welchen Stils. Auf den ersten Blick ist es durchaus impressionistisch zu nennen. Wir haben hier eine Atmosphäre in verschiedenen Grüntönen, in die sich der Maler hier gestellt hat. Wir haben eine leichte Seitwärtsdrehung des Malers. Er blickt uns an, etwas verhalten, doch klar und ruhig, die Hand in der Hosentasche. Und die Umgebung, dafür braucht es ein bisschen Zeit, sich einzusehen. Und das ist der große Wert dieses Gemäldes. Man braucht Zeit und Ruhe. Mit dem richtigen Abstand zum Bild ergibt sich im Hintergrund eine kleine Landschaft, vermutlich ein Weiher oder ein Wasser direkt hinter ihm, wo sich Wolken spiegeln. Die Natur, die Bäume, die Sträucher sind hinter ihm und lassen sogar eine Art grünen Schatten auf seinem Gesicht sichtbar werden. Sie haben hier diese leichten grünen Flecken auf seiner Stirn, auch ein Erbe der Impressionisten, die die Farben in die Schatten gebracht haben, so könnte man sagen. Auch nur ein kleiner Ausschnitt eines Himmels ist zu sehen, hier auch erst aus einer gewissen Distanz zu erkennen. Damit äußert sich Wilhelm Töni als ein Meister der Moderne, wie sie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts über ganz Europa sich verbreitet hat. Wobei er selbst gesagt hat, ich habe Impressionismus miterlebt, Postimpressionismus, Expressionismus, Dadaismus und welche Ismen Sie noch haben möchten, aber er blieb doch immer ein Moderner, der alles Mögliche in sich vereinnahmt hat. So ähnlich auch sein Leben war Graz, zwar seine Geburtsstätte, war er dennoch auf der ganzen Welt zu Hause mit Studien und Arbeitsaufenthalten in München, Inspirationen in Paris und immer wieder Aufenthalte in New York, wo auch seine angeheiratete Familie her ist. Seine Frau war auch verwandt mit Eva Herrmann, einer wichtigen Karikaturistin dieser Zeit. Dieses Leben von Wilhelm Töni bestand, wie für viele in dieser Generation, aus starken Brüchen. Geboren 1888 in Graz, erlebt er noch als junger Mann die Monarchie und den Zusammenbruch. Er wird selbst den Ersten Weltkrieg erleben, mit dokumentieren als Kriegs- und auch Propagandamaler. In der Zwischenkriegszeit viel Reisen, vieles Kennenlernen, die Widrigkeiten auch der Zwischenkriegszeit und mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich 1938 wird er auch ins Exil gehen, nach New York, dort, wo seine Frau her ist. Dieses New York ist allerdings nicht für Wilhelm Töni die Rettung oder man könnte sagen, sozusagen das Glück nach dem Unglück, sondern wie für viele Europäer auch eine Passage ihres Lebens, wo sie ein Europa verloren gefühlt haben. Darüber hinaus verliert Wilhelm Töni einen Großteil seiner Kunstwerke in einem Brand 1948 und stirbt ein Jahr darauf, 1949. Trotz dieses wechselhaften und auch tragischen Lebens von Wilhelm Töni ist er heute sehr stark in der Kunstgeschichte verankert. Er hat die Grazer Sezession nach dem Ersten Weltkrieg mitbegründet, war ihr erster Präsident. Und der Geist von Wilhelm Töni, das Kosmopolite, das Internationale, das Moderne, ist auch heute noch auf den Fahnen der Grazer Sezession geschrieben. Und so hat er einen wesentlichen Beitrag zur Internationalisierung der steirischen Kultur geleistet, als Ergänzung zu einem regionalen Traditionalismus des Bundeslandes.
Ich freue mich auf eine weitere Reise mit euch durch Österreich, auf den Spuren österreichischer Malerinnen und Maler, Geschichten und Landschaften.